Guten Morgen sagen. Ich möchte heute mal von einem Erlebnis berichten, das ich vor 22 Jahren hatte, im Jahre 2000. Und zwar nenne ich dieses das Bach-Gleichnis oder auch der Müll eines anderen. Darüber habe ich schon vor langer Zeit, 10 Jahren, mal Videos gemacht. Das ist aber ohne Text, nur Schrift. Und heute überlege ich mir spontan, ich mache noch mal eines als Neuauflage mit gesprochenem Text und etwas umfangreicher gesprochen. Also es handelt davon, dass ich nach der Arbeit, ich bin ja Sozialpädagoge, habe Sozialarbeit gemacht und bin nach der Arbeit noch etwas spazieren gegangen. Ich wollte mich entspannen und bin an einem kleinen Fluss entlang gegangen, der nennt sich A mit 2 A. Nicht sehr breit, eigentlich ein kleiner Fluss mit einem schönen Nebenweg. Da bin ich eine Zeit lang entlang gegangen, vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde. Und dann habe ich mich ein bisschen an die Seite von diesem kleinen Fluss gelegt und mich entspannt, vielleicht eine halbe Stunde lang. Dann habe ich mich entschlossen, ich gehe jetzt wieder zurück zum Auto, fahre nach Hause und gehe den gleichen Pfad, den gleichen Weg, den ich vorhin gegangen bin, wieder zurück, auf der gleichen Seite von dem Fluss. Und plötzlich sehe ich, dass quer über dem Fluss ein Ast liegt, etwa so dick wie mein Arm. Der lag vorher noch nicht da. Das hat mich etwas verwundert, dachte ich. Und dann sehe ich, dass sich eine Plastikflasche in dem Geäst verfangen hat, im Wasser. Ja, dann habe ich da so hingeschaut und bin so etwas nachdenklich weitergegangen. Und während ich so ging, dachte ich, naja, eigentlich gehört die Plastikflasche nicht in den Bach, dieses Plastik. Und ging noch weiter und dann habe ich so gedacht, aber warum soll ich die rausholen, die Flasche, den Müll eines anderen? Ich habe es ja nicht da hineingeworfen und womöglich muss ja an der Kante runterrutschen, an die Wasserkante. Vielleicht rutsche ich aus, rutsche ins Wasser oder ich versaue meine Klamotten. Und bin noch so ein Stück weiter gegangen und dann habe ich doch kehrt gemacht und bin zurückgegangen bis zu diesem Ast, bin diese Böschung hinuntergegangen zu dem Ast und sehe dann auch, dass er frisch abgeschlagen ist. Er ist also nicht vom Wind umgefallen und nicht mit Wurzeln entwurzelt, dann umgekippt, sondern er wurde frisch abgeschlagen. Das hat mich natürlich noch etwas nachdenklicher gemacht, weil das war eben alles noch nicht. Die Plastikflasche auch nicht. Dann nehme ich also diese Plastikflasche, angel ich da raus. Dann dachte ich erst, ich lege die hier oben an den Wegesrand und wollte gerade weitergehen. Und dann habe ich mich doch entschlossen, ach, ich nehme die jetzt mit und werfe die irgendwo in den Müll. Gelbe Säcke oder Pfand für Plastikflaschen gab es noch nicht. Das kam alles damals in den Müll. Also gehe ich nachdenklich wieder zurück bis zu meinem Auto, muss dabei wieder an einem Hang hoch zur Straße, die oberhalb ist. Und dann stehen da plötzlich auf der anderen Straßenseite steht da ein Stand
mit Sonnenblumen zum Kauf angeboten. Der stand eben auch nicht da, als ich gekommen bin. Das hat mich natürlich noch etwas nachdenklicher gemacht, aber auch ein bisschen, sagen wir mal, lockerer. Und dann dachte ich, ja, das ist jetzt sozusagen eine Danksagung. Ein Dank dafür, dass ich den Müll aus dem Bach gefischt habe. Und es war ja nicht mein Müll, sondern der Müll eines anderen. Und dann war mir auch klar, das war alles eben nicht da. Jetzt ist es plötzlich da. Das ist eben wieder eine Prüfung, wie so viele in meinem Leben. Auch schon viele Jahre oder Jahrzehnte voraus habe ich solche Erlebnisse. Dieses ist nun mal dieses Bachgleichnis. Also habe ich mir eine Sonnenblume gekauft und bin nach Hause gefahren, habe da noch bis zum Abend über dieses Erlebnis nachgedacht. Und dann habe ich mich entschlossen, morgen, wenn du aufwachst, schreibst du das auf und schreibst etwas dazu. Dann bin ich also schlafen gegangen, am nächsten Tag aufgestanden und habe dazu geschrieben, habe mich an den PC gesetzt und habe meine Hände so auf der Tastatur und überlege eigentlich, was will ich jetzt eigentlich schreiben. So, und dann fühle ich, dass eine Energie durch meinen Körper geht, durch meine Arme, in meine Hände, in meine Fingerspitzen, und ich fange an zu schreiben. So einen Moment lang. Etwas verwundert bin ich, aber was soll's. Es klappt. Und nach so einem Moment setze ich ab, weil ich aufhöre zu schreiben. Und dann lese ich das, was ich geschrieben habe. Und was ich geschrieben habe, das ist dieser Satz. Wer sich noch die Mühe macht, den Müll eines anderen aus dem kleinen Bach zu fischen, begeht vielleicht eine größere Tat als derjenige, der das Geheimnis der Gene erforscht. Wer sich aber diese Mühe macht, wird darin ein großes Glück empfinden, dass er diesen Augenblick erleben durfte. Wow, dachte ich, was für eine Message. Und bei mir ist es immer so, wenn mich etwas tief berührt, fangen meine Augen an zu tränen, und so war es da auch. Ich war total berührt, fast beinahe geschockt, und sofort flossen die Tränen raus, weil ich dachte, was für eine bedeutsame Message. Sie ist ja für die ganze Welt, es ist ja nicht für mich, sondern es ist ja für die Welt sozusagen geschehen. Und dann habe ich wieder darüber nachgedacht und habe so empfunden, das Ganze, das ist diese eine offensichtliche Aussage, das ist das, was ich jetzt geschrieben habe, aber gleichzeitig schwebt sozusagen eine unsichtbare Bedeutung darüber, die man nicht auf den ersten Blick erkennt, sondern die man aber wahrnehmen kann, wenn man versucht, sehr sanft und weich wahrzunehmen, so im Raum, sehr ruhig, dann ist man einfach empfindsamer und man nimmt viel mehr wahr, als wenn man sozusagen durch die Welt stampft und immer voll Power und laut und was weiß ich. Da nimmt man vielleicht nur ein Zehntel wahr, vielleicht nur ein Hundertstel von dem, was tatsächlich passiert. So, ich war also gut drauf und auch sanft und habe so empfunden, da ist noch eine andere Deutung, und habe mal versucht, sie zu analysieren. Und dann habe ich mir so gesagt, wenn man das jetzt mal umdeutet, wer sich noch die Mühe macht, das setzt voraus, dass man irgendetwas erkannt hat, dass man irgendetwas möchte, erreichen möchte, durchsetzen möchte, sich
die Anstrengung auch sozusagen macht, wer sich noch die Mühe macht, den Müll eines anderen. Den Müll eines anderen kann ich jetzt so interpretieren, was wäre auf einer höheren Ebene der Müll eines anderen? Was würde man da so sagen? Da könnte man sagen, es ist etwas, was der andere nicht mag, was überflüssig ist in seinem Leben. Er braucht es nicht, er möchte es eigentlich auch nicht. Es gehört sozusagen in den Mülleimer. Er hat aber diesen Müll in sich oder an sich. Also, wer sich noch die Mühe macht, den Müll eines anderen aus dem kleinen Bach zu fischen. Nimmt man jetzt mal den Bach, weil es ist ja lebendiges Wasser, was fließt, was auch ein Geräusch macht, und sagt sich, okay, ich könnte für den Bach auch sagen, Leben. Weil das Leben ist ja auch lebendig, beweglich, macht auch Geräusche. Der Bach ist auch Leben. Also könnte ich auch sagen, wer sich noch die Mühe macht, den Müll eines anderen aus dem kleinen Bach zu fischen, aus seinem Leben zu fischen und für den Müll des anderen nehme ich jetzt einmal zum Beispiel Einsamkeit. Also, weil die braucht er nicht, die möchte er auch eigentlich nicht. Wer sich noch die Mühe macht, die Einsamkeit eines anderen aus seinem Leben, aus seinem Bach sozusagen zu fischen, begeht vielleicht eine größere Tat als derjenige, der das Geheimnis der Gene erforschen will. Und dafür könnte ich sagen, okay, das Geheimnis der Gene, was ist das? Das ist etwas unglaublich Großes, Bedeutungsvolles. Die Gene, das Geheimnis der Gene, die Struktur, die Geheimnisse der ganzen Welt der Schöpfung sozusagen liegt in den Genen. Und ich erforsche die und möchte die herausfinden oder möchte alles perfektionieren und der Riese unter allen Riesen sein, unter dem ganzen Himmel. Und ich habe es geschafft, das Geheimnis der Gene habe ich gelüftet. So könnte man jetzt mit diesem Feeling, was auf der einen Seite ist, sagen, okay, das will ich aber ja gar nicht. Ich habe gar kein Interesse daran, das Geheimnis der Gene zu erforschen, weil ich denke, die Gene wissen selber, wozu sie gut sind und was sie möchten. Und die Natur ist quasi vollkommen. Da hat der Mensch auch gar kein Recht, an ihr herumzufuschen. So, das ist jetzt meine private Deutung als Andreas. Jetzt sind wir also wieder dabei, also wer sich noch die Mühe macht, die Einsamkeit eines anderen aus dessen Leben zu fischen, begeht vielleicht eine größere Tat als derjenige, der etwas ganz, ganz Wichtiges und Großartiges erreichen will, erschaffen will. Nämlich, weil er erkennt dieses kleine, vergleichsweise bedeutungslose, aber er geht wach durchs Leben. Mit offenem Auge, mit offenem Feeling, mit offenem Verstand geht er durchs Leben und nimmt auch so etwas noch wahr, dass er fühlt, da ist ein Mensch, auch ohne dass der irgendetwas sagt, ohne dass ich ihn kenne, ohne dass wir uns anschauen, kann ich fühlen, oh, der steht da so oder geht da so oder sitzt da so, als wäre er sehr oder sie, also der Mensch, sehr einsam. Das ist ja kein schönes Gefühl, wenn man einsam ist. Das ist ja wie verlassen sein. Also wer sich noch die Mühe macht, die Einsamkeit eines anderen aus dessen Leben zu fischen,
begeht vielleicht, und hier steht auch vielleicht, das ist nicht reingehämmert in Stein gemeißelt, das ist um 1000% genau so, sondern da steht dieses kleine Wörtchen vielleicht. Das heißt, vielleicht ist es so. Es mag genau so sein. Begeht vielleicht eine größere Tat als derjenige, der etwas ganz, ganz Großartiges, Vollkommenes erschaffen will. Weil der andere, der tut schon etwas Vollkommenes dadurch, dass er sein Leben lebt. Und Leben bedeutet in erster Linie Kommunikation mit allem, was einen umgibt, mit allem im Leben vorhandenen, lebendigen und auch nach unserer Definition nicht lebendigen. Das geht auch. Ich kann auch mit einem Stein kommunizieren, wenn ich es möchte. So, oder mit dem Himmel schaue ich den an oder die Wolken. Das kann halt nicht jeder, wenn er es einfach mal versucht und für möglich hält. Ja, das könnte ja theoretisch sein, warum nicht? In Märchenbüchern, die man als Kind gelesen hat und Geschichten, die man gehört hat, gibt es das ja auch. Was, wenn es tatsächlich wahr sein kann, so ein Märchen oder das, was dort geschieht? Also, er begeht vielleicht eine größere Tat als derjenige, der das Geheimnis der Gene erforscht. Wer sich aber diese Mühe macht, wird darin ein großes Glück empfinden, dass er diesen Augenblick erleben durfte. Und darin liegt eigentlich sozusagen das Powerpotenzial, denn in diesem einen Satz ist so viel Energie, die steuert schon so, als würde es einen Zeitpunkt geben, in dem ich das nicht tun kann, in dem ich keinen Bach habe, in dem ich keinen Ast habe, keine Plastikflasche, keinen fließenden Bach, vielleicht gar keine Natur. Vielleicht gibt es diesen Zustand, ich habe gar keine Natur um mich und werde mir dann erst nach und nach klar darüber, dass ich die Natur, die ich nicht mehr habe, eigentlich geliebt habe. Aber ich war zu hartherzig, zu stumpfsinnig, zu blind, zu egoistisch, um diese Liebe wahrzunehmen. Und wenn ich nichts gemacht habe in dieser Natur, die ich geliebt habe, habe ich auch nichts, woran ich gedanklich, meine Seele gedanklich zehren kann, wenn sie vielleicht mal ohne Körper ist. Aber sie kann immer noch, was wir nennen, denken. Und sie ist also irgendwo körperlos und sinniert über ihr Sein. Und auch das, was sie erlebt hat bislang. Wir sind ja auf einer Reise, sozusagen. Und jetzt hat sie nichts Schönes, woran sie sich erinnern kann, wie schön die Natur war, weil man einfach zu blind war. Und derjenige aber, der diese Natur akzeptiert hat, der sie geliebt hat, der das Leben geliebt hat, der den Moment geliebt hat, der sich nicht zu schade war, sozusagen sich die Kleidung zu zerreißen oder zu verdrecken, weil er versucht, den Müll eines anderen aus dem Bach zu fischen. Er ist dem nicht so dran vorbeigegangen und hat gedacht, scheißegal, was geht mich das an? Soll doch jemand anders machen. Ich bin doch kein Idiot. Ja, und das ist das Tolle an diesem einen Satz, der sich davon selber schrieb. Quasi, da war natürlich nochmal 1000% klarer, dass das Ganze eine Prüfung ist und ich war sozusagen das Medium, ich war
dafür da und habe dieses gelebt, um dieses Geistige, diesen Spirit, dieses Ereignisses und dieses Momentes in die Welt zu tragen, in die menschliche Welt. Nicht für mich sozusagen verschlossen in einem Kämmerlein, sondern geöffnet für die gesamte Welt, egal wo, welches Land, welche Sprache, egal ob am Nordpol, am Südpol, in Afrika, in Europa, Amerika, Russland oder wo auch immer. Es ist für alle Menschen dieser Welt. Und ich habe es eben so genannt, wie auch die Ereignisse in der Bibel genannt werden, Bach-Gleichnis. Weil der Bach, der ist sozusagen dieses anschauliche Transportmittel. Der Bach will mir aber was anderes sagen durch sein Sein. Der will mir sagen, hör mal genau hin, was du nicht hören kannst, und nimm mal wahr, was über mir schwebt, welcher Geist schwebt über mir, und dann schreib das mal schön auf und bring das in die Welt. Ja, also das Bach-Gleichnis. Ich hoffe, das hat jetzt geklappt mit diesem tollen Tonbandgerät, Diktiergerät. Das hat manchmal so Aussetzer, dann ist nichts drauf. Das kann ich aber zwischendurch nicht kontrollieren, muss ich am PC anschließen. Dann ist es natürlich ganz, ganz blöde, weil dann hat man eine Stunde lang, also haben wir eine halbe Stunde geredet, alles Mögliche, an alles Mögliche hat man sich erinnert und versucht es umzusetzen in eine verständliche Erzählung. Ich hoffe, es ist mir geglückt und ich wünsche allen viel Spaß und sage, versucht es mal sanft zu werden. Ganz, ganz sanftmütig und langsam und seicht durch die Welt zu gehen. Auch mal ruhig eine halbe Stunde lang gar kein Wort zu sagen oder eine Stunde. Und dann merkt ihr, weil ihr schweigt, ganz viel um euch herum geschieht. Ist so, als würde es mit euch reden. Von da, von da, von da. Da fliegt ein Vogel vorbei, der sagt eigentlich, ohne dass er etwas sagt, hallo, quasi. Und zum ersten Mal in deinem Leben bemerkst du das, dass der Vogel nicht einfach nur ein blödes Ding ist, was da durch die Luft fliegt und so dumm ist, hat noch nicht mal solche Beine wie wir und kann ja nicht, was wir tollen Menschen können, sondern ist ein dummer Vogel, und man aufpassen muss, dass er nicht vom Himmel fällt. Und wenn ich natürlich so durch die Welt gehe, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich von der Welt auch eines Tages ein entsprechendes Echo bekomme. Das liegt natürlich auf der Hand und das ist auch das, was jetzt geschieht in dieser Zeit, in der wir leben. Und ich nenne diese Zeit die Zeit der Verwandlung, die Zeit der Umwandlung, die Zeit der Erneuerung. Völlig alles. Und sensibler werden, feinfühliger werden, ist eines der wichtigsten Module quasi, damit wir aufsteigen, damit wir uns erheben können aus diesem stumpfsinnigen Sumpf, in dem wir uns tagtäglich befinden. Aus diesem stumpfsinnigen Kriege führen. Krieg gehört überhaupt nicht zu uns. Krieg gehört gar nicht zu Menschen, weil der Mensch erhaben ist. Gottes Ebenbild. Gott führt keine Kriege und baut auch keine Bomben. So, das wollte ich mal sagen. Und jeder Mensch kann, wenn er feinfühlig ist, erkennen, dass Krieg gar nicht zu ihm gehört. Und auch alle Engel würden sagen, du, Krieg gehört gar nicht zu dir. Und du kannst es spüren, du kannst es fühlen. Du denkst nur an Krieg, weil man dir Krieg beigebracht hat, schon als Kind, an deinen Spielen, die du gespielt hast, Kriegsspiele. In der Schule hat man über Kriege geredet, gesprochen und sie dramatisiert oder vereinfacht. Und sie gehören sozusagen in deinem Geist zu dem Menschsein. Aber ich sage dir, sie gehören nicht zum Menschsein. Und ganz, ganz einfach kann der Mensch das erkennen,
wenn er sich fragt, wonach sehne ich mich eigentlich? Was will eigentlich meine Sehnsucht? Und da kann er ja feststellen, Krieg gehört gar nicht zu meiner Sehnsucht. Aber meine Sehnsucht gehört zu mir als Mensch. Aber wonach sehne ich mich denn? Ich sehne mich ja als Mensch nach Frieden. Fast alle Menschen wünschen sich Frieden und niemand will eigentlich Krieg. Bis auf ein ganz paar Idioten, die sozusagen alles zerstören wollen, was wir jetzt ja im Moment auch erleben in der Ukraine. Also, und so etwas merken und so denken, so empfinden und aufwachen und endlich entdecken und aufwachen. Das wünsche ich allen. Raus aus diesem elenden Todsinn. So, Zeit genug gesprochen. Ich hoffe, es hat geklappt. Lassen die Schalter ausschalten. Ja. Okay, Shalom. Same